Ja, hallo zusammen. Ich sitze hier mit dem Johannes Müller, unserem Hi. Testredakteur, und meine Wenigkeit Tobias Wassermann. Ich leite den Fuhrpark hier beim Motorrad. Und wir beide hatten letzte Woche das Vergnügen, 3 Motorräder zu fahren und zu vergleichen. Und da möchte ich gleich mal den Johannes fragen. Johannes, was hatten wir denn für Motorräder dabei? Ja, wir hatten eine Shiver 900, die neue Aprilia. Wir hatten eine BMW F800R mit ganz viel Ausstattung und wir hatten die Monster 821 Stripe. Die Stripe hat also eine einstellbare Gabel und natürlich einen Racingstreifen, ganz wichtig, ist also von der 821 sozusagen die gehobene Variante. Okay, dann bleiben wir mal bei der Ducati gleich. Du hast gleich damit angefangen. Wie viel Spaß macht dieses Motorrad bezogen auch auf den Landstraßentest? Ja, also die 821 ist halt so der typische Roadster. Das ist so ein Motorrad, da ist nicht viel dran, außer halt Motorräder, gutes Fahrwerk und dadurch, also da ist kein Firlefanz dran und dadurch kommt halt einfach, das ist ein Fahrspaßmotorrad so. Das Besondere an der Stripe ist eben diese voll einstellbare Gabel und die funktioniert auch sehr gut, dies bringt es tatsächlich. Wir hatten also schon 821er, wo die Gabel nicht so schön angesprochen hat und wenn man da ein bisschen an dem Motorrad, also das Fahrwerk richtig schön einstellt, du warst selber dabei, wir haben also vorne die Druckstufe ein bisschen härter gestellt und dann fährt die richtig, richtig schön. Der Motor hat kräftigen Druck. Jetzt haben manche befürchtet, dass der 821er, der ja ein sehr emotionaler, lauter, kerniger Motor war mit Euro 4 irgendwie, also das einbüßen würde und hat er gar nicht. Sound hast du selber, haben wir zusammen festgestellt, also die bollert noch richtig, ja, man kann sagen, schön oder prollig, Geschmackssache. Ich find's geil, aber also der Motor hat nichts verloren. Das ist einfach so ein typischer italienischer Roadster mit viel Fahrspaß, aber teuer. Okay, dann lass uns doch gleich mal rüberschwenken zu BMW. Das der genaue Gegensatz eigentlich von der Ducati. Welche Erfahrungen konntest du mit der BMW sammeln? Ja, du sagst es ganz richtig. Also die F800 ist so das krasse Gegenteil. Die ist natürlich auch ein europäischer Zweizylinder, das ist der Aufhänger vom Test. Die hat ein bisschen weniger Leistung. Also die Monster hat ja 110 PS, jetzt die BMW nur in Anführungszeichen 95. Und die ist also wirklich so, klar, es ist auch ein Roadster, selbe Kategorie Motorrad, aber die fühlt sich ganz anders an. Der Reihenmotor hat lang nicht diesen Charakter, diesen Charme. Das ist auch ein sehr guter Motor, der hat Druck, der läuft schön, okay, der vibriert ein bisschen, aber passt schon. Perfekte Gasannahme auch, alles gut. Aber also emotional kommt da nicht so viel rüber. Das Motorrad klingt ein bisschen blechern. Es hat halt viel Nutzwert. Also es hat eine wahnsinnig komfortable Sitzposition, die ist ein bisschen passiv, aber dafür kannst du lange damit fahren. Die hat Sozius-Komfort, die hat eine Gepäckbrücke, die hat einen Hauptständer. Das sind halt alles so Sachen, die vielleicht nicht jeder von einem Roadster will, die aber natürlich im Alltag super funktionieren. Du kannst dein Gepäck mitnehmen, kannst eine Freundin hinten drauf schmeißen, Hauptständer, Heizgriffe, whatever. Aber so vom emotionalen Wert her ist das halt, naja. Aber was man halt dem Motorrad immer zugute halten muss, es fährt einfach gut. Das funktioniert. Also die hat ein tolles Fahrverhalten, tolle Erstbereifung, die sehr viel dazu beiträgt, dass die F800 also richtig schön handlich fährt. Hinten ist ein kleines ESA drin, das kleine semi-aktive Fahrwerk. Das kannst du also auf Komfort oder Sport stellen, das ist super. Elektronische Fahrhilfen, ABS, Bremse, alles toll. Nur mich hat es nicht so angemacht. Okay, du hast es angesprochen, Thema Emotion. Da sind wir dann gleich bei unserem dritten Kandidaten im Bunde. Und zwar die neue Aprilia Shiver ist jetzt seit ein paar Wochen auf dem Markt. Ja. Welchen Eindruck konntest du sammeln mit der Aprilia? Ja, die Aprilia hat auch einen V2-Motor und hat allein darüber schon also so einen Unterhaltungswert. Der ist ja jetzt größer im Vergleich zur alten Shiver, war eine 750er, wir haben jetzt 900 Kubik und die bei gleicher Nennleistung, 95 PS. Und ich finde, und da waren wir uns eigentlich im Test auch alle einig, der neue Aprilia-Motor ist echt ein Riesenfortschritt. Also der hat so amerikanischen Charme irgendwie. Das ist ja ein 900er, ist ja eigentlich mal ein fetter Motor, hat nicht so krass viel Spitzenleistung, aber dafür halt richtig Druck. So, der steigt schön kräftig ein, hat eine geile, sehnige Drehmomentkurve
und du musst den eigentlich nie ausquetschen, um irgendwie sportlich unterwegs zu sein. Die Monster geht zum Beispiel unten nicht ganz so gut, die dreht halt oben raus freier und sportlicher und hat da auch mehr Leistung. Aber auf der Landstraße ist der neue Shiver-Motor genial. Klingt auch geil, klingt so ein bisschen rotzig, dreckig, aber da kommt schon was rüber. Traditionell ist ja eigentlich so, dass Fahrwerk die krasse Stärke von Aprilia ist. Die fahren also alle sehr neutral, behende. Es ist so ein spezielles, du bist selber Aprilia-Fan, du kennst das, so ein spezielles, sehr transparentes, straffes, aber sportliches Fahrverhalten. Und da hat die Shiver so ein bisschen erstmal ein Fragezeichen hinterlassen. Und das lag daran, das Motorrad wollte nicht so schön neutral einlenken. Also die hat sich so ein bisschen dem Einlenken gegenüber versperrt, was wir eigentlich nicht so kennen von den Aprilias. Jetzt hat man lange überlegt, was da Sache ist. Also erstmal Fahrwerk justieren hat ein bisschen was gebracht. Hinten die Zugstufe war also fast ganz geschlossen. Das Motorrad eierte dadurch so ein bisschen durch die Kurve. Ganz beheben konnten wir das aber trotzdem nicht. Und das schieben wir also auf die Erstbereifung. Da ist ein Dunlop montiert, der Sportmax Qualifier. Und das ist ein echt nicht mehr so geiler Reifen. Dann kommt noch hinzu, dass sie hinten also ein 180er auf einer 6 Zoll Felge hat. Der spannt sich also ganz flach, der Reifen, über die Felge. Und das ist dem Einlenken auch nicht so zuträglich. Ist also die Erstbereifung nicht so ideal. Davon abgesehen, also die Fahrwerkskomponenten, da ist eine geile Upside-Down-Gabel drin, da ist ein schönes, straffes Federbein drin, beides in der Zugstufe einstellbar und das zum Preis von 9.000 Euro. An sich super. Erstbereifung, großes Fragezeichen. Deshalb werden wir das Motorrad nachtesten mit einer anderen Erstbereifung. Wenn ihr das also sehen wollt, bleibt dran. Bis dahin, Shiver, Motor super, Fahrwerk okay, Erstbereifung schlecht. Ja, Johannes, jetzt haben wir, oder du, über die 3 Motorräder sinniert. Vorteile, Nachteile. Was würde jetzt quasi der sportliche Landstraßenfahrer deiner Meinung nach für ein Fahrzeug empfehlen? Das kommt darauf an, wie viel Geld er hat. Also wenn er die Kohle hat, immerhin fast 12.000 Euro für eine 821 Stripe, kann man glasklar kaufen. Das ist ein tolles Motorrad. Allerdings in der Preisklasse gibt es auch schon andere tolle Motorräder. Aber der Racing-Streifen ist halt auch cool, gell? Wenn du ein Motorrad brauchst für alles, zum in Urlaub fahren, Freundin mitnehmen und du willst unbedingt Heizgriffe serienmäßig und dich stört der reinen Zweizylinder nicht, F800, tolles Motorrad. Shiver ist das deutlich günstigste Motorrad im Feld für 9.000 Euro oder sogar deutlich unter 9.000 Euro. Ich würde sagen, für das Geld ist auch noch ein Satz andere Reifen drin. Insofern kann man die Shiver auch bedenkenlos empfehlen. Die ist auch schön gemacht und es ist eine Aprilia, das ist sowieso immer cool. Von daher ist auch in diesem Feld eigentlich für jeden was dabei. Sehr unterschiedliche Motorräder, aber die irgendwie doch alle in dieselbe Kategorie passen und trotzdem da ganz andere Ansätze verfolgen.